Das ist echt nett von dir, meinem Geburtstag zu feiern. Hey Schatz. Ich war so traurig, dass du an deinem Geburtstag länger arbeiten musst. Also bringe ich dir. Sarah? Was ist das? Thomas, was ist hier los? Du solltest nicht hier sein. Gut, ich sehe dich später, okay? Wer ist sie? Sie ist meine Frau. Ich sehe keinen Ring an ihrem Finger. Das tust du also. An all den Abenden, an denen du lange arbeitest. Wie konntest du das tun? Nach all unseren Ehejahren? Hör zu. Ich hasse es, dir das zu sagen, aber alle erfolgreichen Männer gehen fremd. Hör zu. Ich hasse es, dir das zu sagen, aber alle erfolgreichen Männer gehen fremd. Aber ich habe dir zum Erfolg verholfen. Warte, was erzählst du denn da? Du hast für meinen Erfolg gesorgt? Ja, wie kannst du das nur vergessen? Hör zu. Ich werde dich daran erinnern, was vor 5 Jahren passiert ist. Hör zu. Ich werde dich daran erinnern, was vor 5 Jahren passiert ist. Wer ist denn die ganze Nacht mit dir aufgeblieben, als du dein Unternehmen aufgebaut hast? Wer ist denn die ganze Nacht mit dir aufgeblieben, als du dein Unternehmen aufgebaut hast? Hey Schatz, ich bringe dir noch einen Kaffee. Es ist schon spät. Wieso bist du noch wach? Ich kann nicht einfach ins Bett gehen, wenn du hier noch sitzt und arbeitest. Ich kann nicht einfach ins Bett gehen, wenn du hier noch sitzt und arbeitest. Wie läuft es? Diese dumme Tabelle. Ich arbeite den ganzen Tag dran, aber es geht nicht auf. Diese dumme Tabelle. Ich arbeite den ganzen Tag dran, aber es geht nicht auf. Lass mich mal sehen. Jetzt alles in Ordnung. Was? Es läuft jetzt perfekt. Ich sitze da seit Stunden dran und konnte nicht diese Tabelle zumachen. Was? Es läuft jetzt perfekt. Ich sitze da seit Stunden dran und konnte nicht diese Tabelle zumachen. Alles für den Mann, den ich liebe. Danke schön, meine Schatz. Ich liebe dich sehr. Dann kam der Moment, in dem du beinahe aufgegeben hättest, weil dir das Geld ausging. Dann kam der Moment, in dem du beinahe aufgegeben hättest, weil dir das Geld ausging. Noch eine Rechnung? Wovon soll ich die denn nur bezahlen? Ich gebe auf. Der Laden wird eh nicht laufen. Was? Nein. Du wirst deinen Traum jetzt nicht aufgeben. Was? Nein. Du wirst deinen Traum jetzt nicht aufgeben. Du verstehst es nicht. Ich habe unser ganzes Geld in das Unternehmen gesteckt. Ich muss mir einen Job suchen. Du verstehst es nicht. Ich habe unser ganzes Geld in das Unternehmen gesteckt. Ich muss mir einen Job suchen. Warte eine Sekunde. Hier, nimm dieses Geld. Das könnte helfen. Bargeld? Woher hast du dieses Geld? Ich wusste, dass das Geld knapp ist, also habe ich meinen Ehering verkauft. Ich wusste, dass das Geld knapp ist, also habe ich meinen Ehering verkauft.
Ich brauche keinen Ring, um zu wissen, wie sehr du mich liebst. Ich kann nicht zusehen, wie du deinen Traum aufgibst. Du bist mir zu wichtig. Ich brauche keinen Ring, um zu wissen, wie sehr du mich liebst. Ich kann nicht zusehen, wie du deinen Traum aufgibst. Du bist mir zu wichtig. Das hast du für mich getan? Das werde ich nie vergessen. Und ich verspreche dir, wenn ich endlich Erfolg habe, kauf ich dir jeden Ehering, den du willst. Das hast du für mich getan? Das werde ich nie vergessen. Und ich verspreche dir, wenn ich endlich Erfolg habe, kauf ich dir jeden Ehering, den du willst. Siehst du? Ich habe einfach alles für dich aufgegeben, Thomas, und so behandelst du mich dafür? Ich habe einfach alles für dich aufgegeben, Thomas, und so behandelst du mich dafür? Was dachtest du? Dass ich so hart arbeite. So erfolgreich werde ich. Und der Alte bleibe? Was dachtest du? Dass ich so hart arbeite. So erfolgreich werde ich. Und der Alte bleibe? Ich bin jetzt Geschäftsführer. Und ich brauche wen, der mich gut aussehen lässt. Nicht jemanden, der immer alt und müde aussieht. Ich bin jetzt Geschäftsführer. Und ich brauche wen, der mich gut aussehen lässt. Nicht jemanden, der immer alt und müde aussieht. Jetzt sehe ich alt und müde aus und steht dir nicht? Tut mir leid. Sarah, es ist aus. Einen schönen Geburtstag, Thomas. Hab ein schönes Leben. Nachdem Sarah ihn verlassen hat, arbeitet Thomas weiter an seinem Unternehmen. Aber ohne seine Frau hat er niemanden in seinem Leben, der ihn dabei unterstützt, gute Entscheidungen zu treffen. Seine neue Freundin verführt ihn stattdessen zum Trinken und Feiern. Er beginnt damit, schlichte Entscheidungen zu treffen. Während Sarah ihm half, Geld zu sparen, ist seine neue Freundin mehr daran interessiert, sein Geld auszugeben. Wann immer seine Freundin ihn sah, verlangte sie Geld. Mit seinem Geld kaufte sie Designerkleidung und teure Handtaschen. Thomas' Geld wurde langsam knapp. Nach kurzer Zeit konnte er seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Doch anstatt ihm durch die schwierigen Zeiten zu helfen, wie Sarah es getan hatte, wollte seine neue Freundin nur die guten Zeiten mit ihm teilen. Und nachdem sein Geld weg war, war auch seine neue Freundin schnell weg. Ohne Sarah an seiner Seite verlor Thomas sein Unternehmen und sein Leben ging bergab. 2 Jahre später läuft Thomas Sarah über den Weg. Sarah, bist du das? Thomas? Wow, du siehst unglaublich aus. Hast du eine Sekunde? Ich muss zu einem Termin, aber wenn es schnell geht, okay. Ich muss zu einem Termin, aber wenn es schnell geht, okay. Hör zu. Seitdem du mich verlassen hast, muss ich oft an dich denken. Hör zu. Seitdem du mich verlassen hast, muss ich oft an dich denken. Ich habe mich gefragt, ob wir es noch einmal versuchen können. Ein Neuanfang vielleicht? Was sagst du? Ich habe mich gefragt, ob wir es noch einmal versuchen können. Ein Neuanfang vielleicht? Was sagst du? Ich dachte, ich wäre zu alt und müde für dich.
Wo ist deine Sekretärin, die dich gut aussehen lässt? Ich dachte, ich wäre zu alt und müde für dich. Wo ist deine Sekretärin, die dich gut aussehen lässt? Sie hat mich verlassen. Um ehrlich zu sein, seitdem du mich verlassen hast, geht alles bergab. Mein Unternehmen ist auch weg. Ist das dein Auto? Ja, gerade gekauft. Und dies ist auch mein Haus. Nachdem du mich betrogen hast, habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Es läuft echt gut. Das freut mich für dich. Also, was sagst du? Versuchen wir es noch einmal? Ich danke dir für das Angebot, aber ich denke nicht, dass das funktioniert. Ich habe dir all meine Liebe und mein Leben gegeben, und du hast mich verlassen. Jetzt traue ich dir kein neues Leben zu. Alles Gute. Hey meine Schatz. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich habe eine Überraschung für dich. Sarah, warum hast du deinen Anruf schnell aufgelegt? Oh, ohne Grund. Ich habe meinen Anruf schon beendet. Hör zu. Meine Mutter fühlt sich nicht wohl. Also werde ich die Nacht bei ihr verbringen. Natürlich kannst du gehen. Es tut mir leid, das zu hören. Und bevor du gehst, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Oh, du hast mir ein Geschenk mitgebracht, mein Lieber? Du weißt, wie sehr ich Geschenke liebe. Es ist eine neue Handtasche von Sarah. Du schenkst mir eine Handtasche von Sarah? So diese Billigmarken würde ich nicht nehmen. Oh, nun, ich entschuldige mich. Ich verspreche dir, wenn ich Vizepräsident der Firma bin, kaufe ich dir alles, was du willst, okay? Wirklich, Thomas? Das sagst du schon seit vielen Jahren. Sarah, eines Tages werden wir dieses arme Haus verlassen und in ein besseres Haus umziehen. Sarah, eines Tages werde ich dir teure Taschen kaufen. Sei ehrlich, das wird nie geschehen. Ich muss los. Liebling, du hast etwas vergessen. Nachthemd? Warum brauchst du es bei deiner Mutter? Es ist komisch. Ich weiß nicht, wie dieses Nachthemd hierher gekommen ist. Ich werde es definitiv nicht brauchen. Du gehst zu deiner Mutter, richtig? Natürlich. Warum sollte ich dich anlügen? Hör zu. Ohne Vertrauen hätten wir nichts, richtig? Das stimmt. Nun, ich gehe wieder arbeiten. Ich liebe dich. Und sende deiner Mutter meine besten Wünsche für eine baldige Genesung. Okay, Schatz. Ich liebe dich auch. Eine Stunde später. Oh, dein Haus ist so luxuriös. Mit deinem Kommen ist das Haus noch schöner. Ich muss zugeben, ich bin sehr beeindruckt von dem Haus. Nun, vielleicht wirst du von einer Kleinigkeit, die ich dir gekauft habe, noch mehr beeindruckt sein. Oh, du hast mir ein Geschenk von Gucci mitgebracht? Ich wusste, dass ich mich in dich verlieben würde. Darf ich dich fragen?
Warum sollte eine junge Frau wie du mit einem alten Mann wie mir zusammen sein? Ehrlich gesagt habe ich einen Mann. Aber er kann meine Anforderungen nicht erfüllen. Bevor ich ging, versuchte er mir, eine Tasche von Sarah zu schenken. Glaubst du das? Nein, niemals. Eine Frau wie du hat etwas Besseres verdient. Genau, du verstehst mich. Deshalb brauche ich einen Mann, der meine Anforderungen erfüllt. Und du bist dieser Mann. Was, wenn wir nach oben in mein Schlafzimmer gehen? Warte einen Moment. Oh, das ist mein Mann. Hey, ich kann nicht reden. Ich bin bei meiner Mutter. Ich entschuldige mich dafür. Hast du gesagt, gehen wir nach oben in dein Schlafzimmer? Wow, dein Schlafzimmer ist auch wunderschön. Du kaufst mir teure Geschenke und lebst in einem luxuriösen Haus. Ich werde sagen, dass du mein Lieblingstyp von Mann bist. Wirklich? Ja. Warum ziehe ich dir nicht etwas Aufregenderes an? Was hältst du von diesem Nachthemd? Bevor du das tust, habe ich noch eine Überraschung für dich. Oh, ich liebe Überraschungen. Ist es teuer? Sehr teuer. Warte einen Moment. Also, was ist die Überraschung? Das bin ich. Thomas? Ich bin die Überraschung. Thomas, was machst du hier? Diese Frage musst du beantworten. Ich dachte, du wärst bei deiner Mutter. Richtig. Ich meine, ich werde gehen. Ich kam, um einen Freund zu besuchen, bevor ich zu meiner Mutter ging. Genug gelogen, Sarah. Ich habe deinen Verrat vor langer Zeit aufgedeckt. Hör zu. Du benimmst dich in letzter Zeit komisch. Du versteckst dein Handy, wenn du mich siehst. Und du hattest deine Zeit die ganze Zeit im Haus deiner Mutter verbracht. Eines Tages kam ich früh, um dir gute Nachrichten zu mitteilen. Thomas, warum bist du so früh zurückgekommen? Ich möchte mit dir über meine Arbeit reden. Ich habe keine Zeit, Thomas. Jetzt muss ich duschen und dann zu meiner Mutter gehen. Wir sprechen später über deine Arbeit. Ich habe dein Handy auf dem Bett gefunden. Es ist eine SMS von einem Fremden. Er sagte dir: Schatz, ich warte auf dich in meiner Wohnung. Wir werden den ganzen Tag zusammen verbringen. Da wusste ich, dass du mich betrügst. Das hat mich ruiniert. Ich wollte sicher gehen, ob du mich schon betrogen hast. Also habe ich einen meiner Freunde gebeten, ein Konto zu erstellen und mit dir auf der Website zu chatten. Ich wollte sehen, wie weit du gehen wirst. Wie du siehst, ist Klaus nicht jemand, den du auf der Website gefunden hast. Er ist mein Freund. Ich wusste alles von Anfang an. Was hättest du erwartet, Thomas? Ich möchte wertvolle Dinge. Und ich möchte an einem schönen Ort leben. Sag mal, musste ich ewig auf deine Beförderung warten? Oh, übrigens, die gute Nachricht war: Meine Beförderung.
Ich bin schon zum Vizepräsidenten befördert worden. Die Beförderung, die ich bekommen habe, ist nicht nur eine Gehaltserhöhung, sondern ich habe auch eine große finanzielle Belohnung bekommen. Wirklich? Dies bedeutet, dass du mehr Geld verdienen wirst? Das ist richtig. Und das war mein Überraschungsgeschenk für dich. Oh, wie schön. Darf ich es nehmen? Natürlich nicht. Das war, bevor ich wusste, dass du mich betrogen hast. Also nehme ich dieses Geschenk jetzt zurück. Hör zu. Lass uns nach Hause gehen und über alles reden. Wir sind schon zu Hause. Ich meine, mein Haus. Damit wollte ich dich auch überraschen. Aber du brauchst den Schlüssel nicht mehr. Und jetzt geh weg. Nein, bitte, gib mir noch eine Chance. Nein. Jemand sagte mir, dass ohne Vertrauen hätten wir nichts, richtig? Thomas, bitte, tu das nicht. Geh jetzt von hier. Und nimm dein Nachthemd. Sarah hatte einen Schwangerschaftstest gemacht und wusste, dass sie schwanger ist. Oh mein Gott. Nein, nicht jetzt. Sie war schwanger mit dem Baby ihres Geliebten. Was werden wir machen? Wie erziehen wir unser Baby? Unser Baby? Ich war bei dir, nur weil dein Ehemann eine stumme gehende Brieftasche war. Du hast mir Spaß und Geld gegeben. Und ich habe dir die Aufmerksamkeit geschenkt, die du von deinem Mann vermisst hast. Es tut mir leid. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Du bist ein sehr unverschämter Mann. Ich hätte nie erwartet, dass du mich so behandelst. Ich werde sicherlich nicht unhöflicher sein als die Frau, die ihren Mann betrügt. 6 Monate vorher. Sarah hat einen sehr reichen Mann geheiratet. Meine Villa, mein Geschäft, mein Geld, jetzt gehört es auch dir. Sie verbrachten ihre gesamten Flitterwochen auf den Malediven. Aber der Reichtum brachte ihr nicht die Freude, nach der sie sich sehnte. Alles verschlechterte sich nach dem Ende der Flitterwochen. Ihr Mann arbeitete die ganze Zeit und ließ sie allein zu Hause. Hallo Markus. Wann kommst du zurück nach Hause? Nach Mitternacht. Ich habe viel Arbeit. Aber ich langweile mich hier den ganzen Tag alleine. Du weißt schon, dass mir meine Arbeit am wichtigsten ist. Du kannst fernsehen, bis ich nach Hause komme. Sie wollte sich geliebt und gebraucht fühlen, aber ihr Mann hatte nie genug Zeit für sie. Sarah nahm widerwillig an jeder Dinnerparty in der Stadt und der Gesellschaft ihres Mannes teil. Hallo Sarah, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Frau Herrmann. Aber in ihrem Herzen hasste sie all diesen Glamour. Ich will gehen. Bitte, lass uns nach Hause gehen. Wir können nicht. Du weißt, ich muss mich unter die Leute mischen und Verbindungen knüpfen. Der Gärtner des Paares erweist sich als die einzige Person, der Sarah vertrauen kann. Klaus, ich bin so müde. Ich möchte eine geliebte Ehefrau sein.
Keine Trophäe, mit der mein Mann auf Partys angeben kann. Klaus. Ich bin so müde. Ich möchte eine geliebte Ehefrau sein. Keine Trophäe, mit der mein Mann auf Partys angeben kann. Ich verstehe dich. Du verdienst besser. Du solltest nicht leiden. Wenn ich dein Mann wäre, würde ich die ganze Zeit bei dir bleiben. Ich verstehe dich. Du verdienst besser. Du solltest nicht leiden. Wenn ich dein Mann wäre, würde ich die ganze Zeit bei dir bleiben. Sarah hatte das Gefühl, dass Klaus ihr näher war als ihr eigener Mann. Klaus, du bist ein sehr netter Mann. Sag kein Wort. Ich möchte dich nur unterstützen. Eines Tages gab Sarah nach. Mein Mann kommt spät nach Hause. Wir haben viel Zeit füreinander. Mein Mann kommt spät nach Hause. Wir haben viel Zeit füreinander. Sarah fühlte sich schuldig, weil sie ihren Ehemann betrogen hatte. Sarah fühlte sich schuldig, weil sie ihren Ehemann betrogen hatte. Ich wollte nur etwas Aufmerksamkeit und Nähe. Was mache ich jetzt? Ich wollte nur etwas Aufmerksamkeit und Nähe. Was mache ich jetzt? Sie wollte aufhören, Klaus zu sehen, und hoffte, dass ihr Mann sich ändern würde. Doch ihre Hoffnungen wurden zunichte gemacht. Hey Markus, verbringe etwas Zeit mit mir. Schätzt du mich nicht? Hey Markus, verbringe etwas Zeit mit mir. Schätzt du mich nicht? Ich schätze dich, und deshalb muss ich so viel arbeiten, um uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich schätze dich, und deshalb muss ich so viel arbeiten, um uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich hasste Geld und deine Liebe zum Geldverdienen. Ich möchte nur, dass du etwas Zeit mit mir verbringst. Ich hasste Geld und deine Liebe zum Geldverdienen. Ich möchte nur, dass du etwas Zeit mit mir verbringst. Sarah war wütend auf ihren Mann und beschloss, nicht von Klaus wegzuziehen. Sarah war wütend auf ihren Mann und beschloss, nicht von Klaus wegzuziehen. Hallo Klaus, ich habe dich sehr vermisst. Komm mit mir. Ich habe für heute Nacht ein Hotelzimmer für uns gebucht. Hallo Klaus, ich habe dich sehr vermisst. Komm mit mir. Ich habe für heute Nacht ein Hotelzimmer für uns gebucht. 3 Monate später. 3 Monate später geschah etwas Unerwartetes mit der Familie. Sarah, mein Geschäft bricht zusammen. Wir sind bankrott. Sarah, mein Geschäft bricht zusammen. Wir sind bankrott. Wie konnte das passieren? Du warst den ganzen Tag bei der Arbeit, jeden Tag. Wie konnte das passieren? Du warst den ganzen Tag bei der Arbeit, jeden Tag. Solche Dinge können jedem Unternehmen passieren. Ich machte einen Fehler. Solche Dinge können jedem Unternehmen passieren. Ich machte einen Fehler. Sarah wusste nicht, wie ihr Leben aussehen würde. Was ist los? Wohin bringen Sie unsere Geräte? Wir müssen sie verkaufen. Wir haben keine Wahl.
Aber damit endeten die schlechten Nachrichten noch nicht. Sarah hatte einen Schwangerschaftstest gemacht und wusste, dass sie schwanger ist. Oh mein Gott! Nein, nicht jetzt! Sie war schwanger mit dem Baby ihres Geliebten. Was werden wir machen? Wie erziehen wir unser Baby? Unser Baby? Ich war bei dir, nur weil dein Ehemann eine stumme gehende Brieftasche war. Du hast mir Spaß und Geld gegeben. Und ich habe dir die Aufmerksamkeit geschenkt, die du von deinem Mann vermisst hast. Es tut mir leid. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Du bist ein sehr unverschämter Mann. Ich hätte nie erwartet, dass du mich so behandelst. Ich werde sicherlich nicht unhöflicher sein als die Frau, die ihren Mann betrügt. Sarah war ratlos, nachdem Klaus mit ihr gesprochen hatte. Was soll ich meinem Mann sagen? Wie kann ich rechtfertigen, was ich getan habe? Was soll ich meinem Mann sagen? Wie kann ich rechtfertigen, was ich getan habe? Nach ein paar Wochen ständiger Gewissensbisse wurde Sarah klar, dass sie keine Wahl hatte. Nach ein paar Wochen ständiger Gewissensbisse wurde Sarah klar, dass sie keine Wahl hatte. Markus, ich muss mit dir reden. Sarah erzählte Markus alles über ihre Beziehung zu Klaus. Mein Gott, du hast es genau hier getan? Und mit wem? Mit dem Gärtner? Mein Gott, du hast es genau hier getan? Und mit wem? Mit dem Gärtner? Ich wollte deine Aufmerksamkeit, aber du wolltest mir keine geben. Ich wollte deine Aufmerksamkeit, aber du wolltest mir keine geben. Du warst die ganze Zeit mit deiner Arbeit beschäftigt, all die Tage. Du warst die ganze Zeit mit deiner Arbeit beschäftigt, all die Tage. Ich wollte einen liebevollen Ehemann, keinen Mitbewohner. Ich wollte einen liebevollen Ehemann, keinen Mitbewohner. Ich wollte mich wie eine geliebte Frau fühlen, wie Frauen, die von ihren Ehemännern geliebt werden. Ich wollte mich wie eine geliebte Frau fühlen, wie Frauen, die von ihren Ehemännern geliebt werden. Sarah dachte, ihr Mann würde ihr nicht vergeben, aber seine Reaktion war unerwartet. Ja, du hast recht. Es ist meine Schuld. Ich verbrachte meine ganze Zeit damit, mehr Geld zu verdienen. Ich hätte für dich da sein sollen. Bald waren Sarah und Markus völlig pleite. Sie verkauften ihre eigene Villa. Glückwunsch zum Verkauf. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Zukunft eine noch bessere Villa kaufen. Zusammen zogen sie in eine winzige bescheidene Wohnung. Markus nahm das Baby seiner Frau an und versprach, es als sein eigenes Kind zu erziehen. Hi, ich bin dein Vater. Sarah und Markus haben ein neues Leben begonnen. Ich freue mich sehr, dass du so viel Zeit mit mir verbringst. Das habe ich wirklich gebraucht. Ein paar Jahre später kamen sie wieder auf die Beine und beschlossen, ein weiteres Kind zu bekommen. Und sie behielten die wichtigsten Familienwerte im Auge. Liebe, Treue, Aufmerksamkeit und Fürsorge.
Kein Reichtum kann ihre Liebe und Fürsorge im Leben ihrer Liebsten ersetzen. Ich beschloss ihm zu vergeben. Klaus war ein guter Vater. Nach und nach begann ich den Verrat zu vergessen. Bis ich ihn erwischt habe mit dem Hausmädchen. Wie konntest du nur? Du hast geschworen, mir nie wieder fremd zu gehen. Schatz, es ging um das Kindermädchen, nicht um das Hausmädchen. Ich beschloss, dass ich es endlich genug war. Ich habe meinen Sohn genommen und wollte zu meiner Mutter fahren. Du irrst dich. Es gibt meine Bedürfnisse, aber es gibt unserer Familie. Ich mag es nicht, nur mit einer Frau zu leben. An diese Situation musst du dich gewöhnen und damit leben. Ich sagte, ich reiche die Scheidung ein. Und das hat Klaus wütend gemacht. 3 Monate vorher. Marco, wo bist du? Ich habe meinen Sohn im Kleiderschrank gefunden. Marco, was machst du hier? Ich spielte mit dem Kindermädchen Verstecken. Aber das Kindermädchen sucht nicht nach ihm. Sie schlief mit meinem Mann direkt im Kinderzimmer. Klaus war auf den Knien und flehte um Vergebung. Lass uns unsere Familie bewahren. Das Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Meine Mutter zog mich allein auf, so dass mein Mann meine Schwäche kannte. Ich beschloss ihm zu vergeben. Klaus war ein guter Vater. Wir haben das Kindermädchen gefeuert und mit unserem Leben weitergemacht. Ich beobachtete, wie mein Mann Zeit mit unserem Sohn verbrachte. Er ging mit ihm angeln. Er brachte ihm das Fahrradfahren bei. Und las ihm Bücher, bevor er ins Bett ging. Nach und nach begann ich den Verrat zu vergessen. Bis ich ihn erwischt habe mit dem Hausmädchen. Wie konntest du nur? Du hast geschworen, mir nie wieder fremd zu gehen. Schatz, es ging um das Kindermädchen, nicht um das Hausmädchen. Ich wollte meinen Sohn nehmen und weggehen, aber Klaus stand mir im Weg. Er nahm ein Familienfoto von der Wand und zeigte darauf. Das ist es, was unser Sohn sehen sollte. Unsere Probleme gehen ihn nichts an. Möchtest du die Erfahrung deiner Mutter wiederholen? Möchtest du, dass unser Sohn von seinem Vater getrennt aufwächst? Unser Sohn liebt seinen Vater sehr. Ich hatte Zweifel. Wenn ich ihn seinen Vater wegnehmen würde, würde er mich dann genauso lieben? Für meinen Sohn ertrug ich weiterhin meinen Mann, der nicht aufhören wollte, mir fremd zu gehen. Dann war noch die Lehrerin unseres Kindes. Aber ich tolerierte es weiter. Denn mein Sohn war froh, dass sein Vater ihn von der Schule abholt. Eines Tages bin ich nach Hause gekommen und habe Marco weinend gefunden. Er war beim Spielen die Treppe hinuntergefallen und hatte sich am Fuß verletzt. Wo ist dein Vater? Er sollte auf dich aufpassen.
Wo ist dein Vater? Er sollte auf dich aufpassen. Mein Vater sei vor eine Stunde zur Nachbarin Lisa gegangen. Mein Vater sei vor eine Stunde zur Nachbarin Lisa gegangen. Ich beschloss, dass ich es endlich genug war. Ich habe meinen Sohn genommen und wollte zu meiner Mutter fahren. Aber mein Mann verlangte, dass ich nach Hause zurückkomme. Er hat nicht einmal geleugnet, dass er mit der Nachbarin geschlafen hat. Du irrst dich. Es gibt meine Bedürfnisse, aber es gibt unserer Familie. Ich mag es nicht, nur mit einer Frau zu leben. An diese Situation musst du dich gewöhnen und damit leben. Ich sagte, ich reiche die Scheidung ein. Und das hat Klaus wütend gemacht. Ich lasse nicht zu, unsere Familie zu ruinieren. Ich werde niemals zulassen, dass du mir meinen Sohn wegnimmst. Mein Sohn bleibt bei mir. Wenn du weggehen willst, dann geh bitte. Ich werde eine neue Mutter für ihn finden. Ich war mir sicher, dass das Gericht auf meiner Seite sein würde. Aber Klaus hat alle Frauen, mit denen er mir fremd gegangen ist, mitgebracht. Damit sie gegen mich aussagen. Sie behaupten, ich sei eine schreckliche Hausfrau und eine schlechte Mutter. Und dem Kind wäre es bei seinem Vater besser. Ich versuchte zu erklären, dass sie die Geliebten meines Mannes waren. Aber Klaus begann wieder, Familienfotos zu zeigen. Euer Ehren. Wann hätte ich denn Zeit gehabt? Ich habe mich doch um meinen Sohn gekümmert. Euer Ehren. Wann hätte ich denn Zeit gehabt? Ich habe mich doch um meinen Sohn gekümmert. Ich habe dem Gericht erklärt, dass meinem Mann unser Sohn egal sind. Er möchte nur die Vorstellung einer glücklichen Familie haben. Das sind nur Worte. Beweise es doch. Das Gericht forderte mich auf, meine Worte zu beweisen. Frau Hoffmann, haben Sie Zeugen für Ihre Anklagen gegen Ihren Mann? Frau Hoffmann, haben Sie Zeugen für Ihre Anklagen gegen Ihren Mann? Nein, leider nicht. Nun, ich gebe Ihnen eine Woche Zeit, um Ihre Worte zu beweisen. Sonst, das Gericht würde nicht auf Ihrer Seite sein. 6 Tage später. Es sind 6 Tage vergangen und ich kann nichts tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Sohn von mir getrennt leben wird. Morgen wird das Gericht definitiv zugunsten von Klaus entscheiden. Zu dieser Zeit kam das Kindermädchen ins Haus. Warum bist du letzte Woche nicht mit den Geliebten meines Mannes gekommen? Ihr habt mein Leben ruiniert. Warum bist du letzte Woche nicht mit den Geliebten meines Mannes gekommen? Ihr habt mein Leben ruiniert. Beruhigen Sie sich, Frau Hoffmann. Ich bin heute für Sie da. Beruhigen Sie sich, Frau Hoffmann. Ich bin heute für Sie da. Wie ist das? Ich verstehe dich nicht.
Morgen werde ich mit ihnen zum Gericht kommen und meine Aussage machen. Dann wirst du alles verstehen. Der nächste Tag. Frau Hoffmann, haben Sie Zeugen, die Ihre Aussage bestätigen können? Frau Hoffmann, haben Sie Zeugen, die Ihre Aussage bestätigen können? Ja, ich habe. Ich habe die Zeugin gefunden, die mein Mann vergessen hat. Das Kindermädchen. Unser Kindermädchen hat gestanden, dass sie mit Klaus' Baby schwanger war. Als er erfuhr, dass sie schwanger war, verlangte er von ihr Abtreibung zu machen. Und verbot ihr, sich ihm zu nähern. Er sagte, er habe bereits eine Familie. Und die Leute würden das nicht verstehen. Die Richterin hat sich auf meine Seite gestellt. Klaus und ich haben uns scheiden lassen. Und ich habe ihn auf sein gesamtes Vermögen verklagt. Aber das Wichtigste ist, dass mein Sohn bei mir geblieben ist. Vergiss nie, eine ganze Familie bedeutet nicht eine ganz glückliche Familie. Ich finde meine Geldbörse nicht. Oh nein, meine Freundin. Marcos, hast du sie gesehen? Ich bin sicher, dass sie irgendwo hier war. Natürlich kannst du sie nicht finden, weil das Zimmer so unordentlich ist. Weil du deine Pflichten als Frau vernachlässigt. Wenn du einen Ring von einem Kerl wie mir willst, musst du ihn dir verdienen. Schaue, ich verstehe, dass du gestresst bist, weil du keinen Job finden kannst. Aber ich tue mein Bestes, um dich zu unterstützen. Ich bin diejenige, die für diese Wohnung zahlt, und ich bin diejenige, die uns versorgt. Toll, danke fürs Erinnern. Hast du in deiner Manteltasche schon geschaut? Ja, ich habe sie gefunden. Siehst du? Genau das meine ich. Wir leben zusammen seit 2 Monaten und schon haben wir diese Art von Misstrauen. Ich sollte gehen. Nein, warte. Es tut mir leid. Ich habe mich aufgeregt und das war nicht meine Absicht. Was kann ich tun, damit du mir verzeihst? Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Weißt du was, ein romantisches Abendessen zum Beispiel organisieren. Ich würde gerne etwas arrangieren, aber ich habe kein Geld mehr. Vielleicht kannst du mir etwas Geld borgen. Das ist für dich. Okay, nimm 400 €. Nein, gib mir mehr. Wenn es um dich geht, solltest du nicht Geld sparen. Ich verspreche dir, es wird etwas Besonderes sein. Die Nacht, die wir nicht vergessen werden. Sei um 7 zu Hause. Okay. Marcos? Hallo, hier ist Markus. Ich kann Ihren Anruf gerade nicht entgegennehmen. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. 3 Stunden später. Wo warst du? Warum bist du nicht ans Telefon gegangen? Wir haben einen gemeinsamen Abend geplant. Du warst derjenige, der es vorgeschlagen hat. Du wirst es nicht verstehen. Marcos, was ist los mit dir?
Es geht nicht um mich. Marco, du kannst es mir sagen. Ich bin kein Fremder. Es geht um Lisa. Lisa? Wer ist Lisa? Meine kleine Schwester. Als unsere Eltern gestorben sind, habe ich mich um sie gekümmert. Hier ist ein Foto für mich und Lisa zusammen. Sie ist jetzt im Krankenhaus. Ihr Zustand ist kritisch. Ich war heute bei ihr im Krankenhaus. Schatz, es tut mir so leid. Du hast mir nie von deiner Familie erzählt. Ich wollte dich nicht mit meinen Problemen belasten. Ich musste ihnen das Geld geben, das du mir für unseren Abend gegeben hast. Weil ihre Versicherung will nicht ihre Behandlung übernehmen. Aber ich zahle dir alles Geld zurück. Das verspreche ich. Mach dir deswegen keine Sorgen. Was sagen die Ärzte? Sie braucht eine Operation. Und wenn ich nicht bis morgen 40.000 Euro auftreiben kann? Ich will gar nicht daran denken. Meine Schwester stirbt vor meinen Augen und ich kann sie nicht retten. Sag so etwas nicht. Schau, ich habe ein wenig Ersparnisse auf meinem Konto und ich werde morgen zur Bank gehen. Wir werden sie retten. Wirst du das für uns tun? Du bist ein Engel. Maria, ich muss zur Bank gehen für eine halbe Stunde. Also, du übernimmst jetzt die Führung. Ja, kein Problem. Hallo, ich habe einen Termin für eine Pediküre und Maniküre. Aha. Sind Sie Lisa? Ja, das stimmt. Ist sie Lisa? Ja, sie ist Marcos Schwester. Wie kommt das? Sie sollte jetzt im Krankenhaus liegen, wie Marcos mir sagte. Hallo, hier ist Markus. Ich kann Ihren Anruf gerade nicht entgegennehmen. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Maria, weißt du was, mach mal Mittagspause. Ich kümmere mich um sie. Bist du sicher? Du sagtest, du hättest etwas zu machen. Ja, aber meine Pläne haben sich geändert. Okay. Du bist der Boss. Was für eine Pediküre möchten Sie heute? Ich hätte gerne etwas Elegantes, Romantisches. Heute ist der Jahrestag meines ersten Dates mit meinem Freund. Um ehrlich zu sein, mache ich mir Sorgen wegen meines Freundes. Er ist immer geschäftlich unterwegs. Aber er macht mir Geschenke. Gestern kam er und schenkte mir ein Armband. Dann musste er wieder zur Arbeit. Marco ist ein echter Arbeitsfanatiker. Was genau macht Marco beruflich? Irgendwas, das mit Aktien zu tun hat. Ich kenne mich nicht aus in solchen Dingen. Wissen Sie, ich habe versucht, ihn zu überreden, diesen Job zu wechseln. Er könnte einen besseren Job in der Firma meines Vaters bekommen. Dann hätten wir mehr Zeit für uns beide. Ich bin mir nicht sicher, ob er es tun wird. Er ist so stolz. Er würde nie Geld von jemandem nehmen. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Hallo?
Hey Schatz, tut mir leid. Ich konnte nicht ans Telefon gehen. Ich bin gerade im Krankenhaus mit Lisa. Wie geht es ihr? Die Ärzte bereiten sie für die Operation vor. Ich schätze, ich muss über Nacht hier bleiben. Übrigens, hast du schon das Geld besorgt? Ja, habe ich. Ich bringe das Geld ins Krankenhaus. Nein, das ist nicht nötig. Du hast schon so viel für uns getan. Ich denke, es ist besser, es mit einem Kurier zu schicken. Ich schicke dir die Adresse. Okay. Oh mein Gott, Marco. Ja, natürlich werde ich dich heiraten. Ich bin so glücklich. Ich auch. Tut mir leid, dass ich störe. Da ist jemand, der nach Ihnen fragt und sagt, es wäre der Lieferservice. Oh ja, schicken Sie ihn rein. Ja, okay, kein Problem. Ich weiß, ich war in letzter Zeit viel unterwegs. Und dass du mich vermisst hast, aber ich habe wirklich hart gearbeitet. Ich weiß, ich war in letzter Zeit viel unterwegs. Und dass du mich vermisst hast, aber ich habe wirklich hart gearbeitet. Heute bekomme ich meine Prämie. Damit wir irgendwohin fliegen können, um unsere Verlobung zu feiern. Heute bekomme ich meine Prämie. Damit wir irgendwohin fliegen können, um unsere Verlobung zu feiern. Liebling, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Aber ich glaube, dass dein Chef dich nur ausnutzt. Liebling, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Aber ich glaube, dass dein Chef dich nur ausnutzt. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und er hat eine gute Stelle für dich in seiner Firma gefunden. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und er hat eine gute Stelle für dich in seiner Firma gefunden. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Liebling, sag einfach ja. Nun, wie kann ich Nein sagen, wenn du mich so anziehst? Eilzustellung, Herr. Was geht denn hier vor? Sie sind das Nagelmädchen aus dem Schönheitssalon. Was geht denn hier vor? Sie sind das Nagelmädchen aus dem Schönheitssalon. Eigentlich bin ich nicht nur das Nagelmädchen aus dem Schönheitssalon. Ehrlich gesagt bin ich seine andere Freundin. Eigentlich bin ich nicht nur das Nagelmädchen aus dem Schönheitssalon. Ehrlich gesagt bin ich seine andere Freundin. Lisa, hör nicht auf sie. Du bist so ein Lügner. Wie kannst du nur so lügen? Du bist so ein Lügner. Wie kannst du nur so lügen? Du hast in meiner Wohnung gewohnt, hast mich für Geld abgezockt. Und dann hast du angefangen, mich anzulügen über deine kranke Schwester, die anscheinend deine Freundin und Verlobte ist. Du hast in meiner Wohnung gewohnt, hast mich für Geld abgezockt. Und dann hast du angefangen, mich anzulügen über deine kranke Schwester, die anscheinend deine Freundin und Verlobte ist. Und du hast die letzte Nacht in meinem Bett verbracht. Und was machst du jetzt? Du stopfst Geld in deine Tasche rein. Das ist alles, was dich interessiert, denn du bist genauso falsch wie dieses Geld.
Und was machst du jetzt? Du stopfst Geld in deine Tasche rein. Das ist alles, was dich interessiert, denn du bist genauso falsch wie dieses Geld. Das verstehe ich nicht. Er hat mich um Geld betrogen, um als Geschäftsmann von dir zu erscheinen. Das ist nur wegen des Vermögens deines Vaters. Er hat mich um Geld betrogen, um als Geschäftsmann von dir zu erscheinen. Das ist nur wegen des Vermögens deines Vaters. Oh Gott, ist das wahr? Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich habe es für uns getan. Für uns? Komm schon, Marcos. Ich bin nicht so dumm. Ich danke dir, Sarah, für das, was du gesagt hast. Während du über ihn gesprochen hast, habe ich über unsere gemeinsame Zeit nachgedacht. Und es war so, als ob ich in einem Nebel war. Endlich sind mir die Augen geöffnet worden. Lisa, bitte, sag so etwas nicht. Vergiss die Hochzeit. Du bist ein echter Mistkerl, und sei dir sicher, dass es noch nicht vorbei ist. Ich werde meinem Vater alles erzählen, und du bist erledigt in dieser Stadt. Lisa, ich bitte dich. Das würdest du noch bereuen. Hörst du mich? Du bist noch erbärmlicher als ich dachte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.